Die Welt der Luxushotels ist zwar teuer, aber auch abenteuerreich und spannend. In diesem Format teste ich die besten Hotels weltweit. Am Ende wird jedes Hotel von mir bewertet und ins Ranking mit aufgenommen. Heute das berühmte The Plaza Hotel in New York. Und damit, Leute, herzlich willkommen aus dem Central Park hier in New York. Im Hintergrund seht ihr gerade hoffentlich mehr oder weniger das The Plaza Hotel. Und wer jetzt die letzten Videos gesehen hat, der hat auch schon gehört, da habe ich mich auch mal eingebucht. Diesmal allerdings nur für eine Nacht. Das muss in diesem Fall reichen. Vielleicht ist das Hotel sogar noch bekannter als das Waldorf Astoria, wo ich ja zuvor geschlafen habe. Jeder prominente Superstar des letzten Jahrhunderts hat da sicherlich schon mal geschlafen. Es wurden super viele Filme da gedreht und ich schlafe da jetzt mal eine Nacht für, haltet euch fest, 1600 US-Dollar. 1635 US-Dollar, um genau zu sein. Ja. Also diese Preise hier, bin ich ja auch im letzten Video schon nicht drauf klargekommen. Geht so ein bisschen in die Richtung vom The Ritz in London, da war ich ja auch schockiert. Das war ja das erste Hotel, wo ich eingestiegen bin. Nur hier ist jetzt noch teurer. Ich gehe jetzt ein bisschen spazieren hier im Central Park und dann schauen wir uns den Laden mal an. Also was ich wirklich sagen muss, das Hotel ist da schon echt geil gelegen. Ne? Das sieht so cool aus. Sieht halt hier auch richtig aus wie in so einem Film. Oh, da vorne ist ein Freibad. Nee, Paddle. Hä? Krass, ey. Ich spiele auch in Deutschland mal hin und wieder Paddle. Geiler Sport eigentlich. Tennis spiele ich ja auch schon lange, kurze Exkursion. Da sind jetzt Paddleplätze. Alter, 4x6. Das sind insgesamt 24 Paddleplätze. Aber da sind ja nur 2 belegt. Es sind übrigens doch nur 14 Plätze, aber es ist ja gar kein Paddle. Da fehlt ja das Glas. Und dieser Geiger da, der geht mir tierisch auf den Sack. Jetzt geht's zurück ins Hotel. Man darf da nicht filmen, also das ist explizit irgendwie auch ausgeschildert, aber ich kann das ja undercover ganz gut. Das The Plaza Hotel New York liegt direkt am Central Park an der Fifth Avenue in Manhattan und zählt zu den berühmtesten Luxushotels der Welt. Bereits 1890 stand an derselben Stelle ein erstes Plaza Hotel, das allerdings später abgerissen wurde, um Platz für das heutige Gebäude zu schaffen. Daraufhin 1907 im französischen Renaissance-Stil eröffnet, wurde das neue Plaza schnell zum Symbol für Luxus und Eleganz in New York und zog Gäste aus aller Welt an. Vor allem bekannt durch die riesigen Ballsäle und Fotos aus alten Zeiten, aber auch durch jede Menge Hollywood-Filme, wie zum Beispiel Kevin allein in New York. Die Liste prominenter Persönlichkeiten, die im Plaza schon übernachtet haben, ist wirklich unendlich lang. Einige Male kamen die Beatles, Marilyn Monroe oder auch Michael Jackson. Im Laufe der Jahrzehnte wechselte das Hotel mehrfach den Besitzer, gehörte unter anderem mal Donald Trump und liegt heute im Besitz der Qatar Hospitality, also quasi dem katarischen Staatsfonds. Man sagt, trotz zahlreicher Renovierungen hat das Hotel bis heute seinen historischen Charme bewahrt und zählt zu den bekanntesten Wahrzeichen New Yorks. Ob das so stimmt, schauen wir uns an. Viel Spaß! So, Leute, ich bin hier gerade rüber gelatscht und schaut mal da. Da ist das Plaza. Wow. Das sieht schon sehr königlich aus, ne? So ein bisschen wie Hotels in St. Moritz. Also schon auch ein bisschen älter natürlich. Ich bin mal gespannt. Checken wir mal ein. So, ab in die Drehtür. Eieiei. No, they reach also. I love your brother. Your brother's such a guy. He's a vine. So Leute, Check-in ging richtig schnell und einfach. Ich kann auch schon ein bisschen eher aufs Zimmer. Wir haben jetzt erst 13 Uhr, eigentlich erst 15 Uhr. Und mein Zimmer ist in der 13. Etage. Insgesamt gibt es 19 Etagen. Habe auch ein Upgrade bekommen auf eine bessere Zimmerkategorie. Schauen wir uns den Bums mal an. Hallo. Oh, ein Gemälde. Ja, Flur sieht so ein bisschen sogar aus wie im Waldorf, ne? Nur nicht ganz so frisch renoviert. Und das ist mein Zimmer. 1338. 1338. Und zack, da sind wir auch schon. Fernseher machen wir mal aus. Normalerweise, wenn du ins Zimmer kommst, steht da dann ja immer Welcome Alex oder so. Hier läuft irgendein Fernsehsender. Ich muss sagen, als ich reingekommen bin, dachte ich so ungefähr, ja, meine Erwartungen, die ich jetzt hatte, wurden an sich erfüllt. Also genauso habe ich mir das Zimmer auch vorgestellt. Es ist natürlich schon alles ziemlich altbacken. Das trifft jetzt nicht so ganz meinen persönlichen Geschmack, aber ich finde es trotzdem ganz schön. Also es erinnert natürlich total an das The Ritz in London, finde ich, außer dass das Zimmer hier jetzt deutlich größer ist. Ich meine, da hatte ich nicht mal 30 Quadratmeter. Kann das sein? Und habe ja auch unfassbar viel Geld bezahlt. Das Zimmer, was ich hier gebucht habe, war das kleinste Zimmer. Das hatte 44 Quadratmeter. Jetzt habe ich ein kleines Upgrade bekommen und habe 51 Quadratmeter. Also das ist super, mehr als genug Platz. Und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal im Detail an, weil mir sind schon viele Sachen aufgefallen, so auch jetzt gerade die Schränke und so.
Ja, das ist schon heavy für das Geld, ne? Also die Lichtschalter wurden, glaube ich, hier reingebaut, da war Michael Jackson nicht mal geboren. Was ist das denn für eine Technik? Also das muss mir mal wer erklären. Der ging jetzt ganz hell, aber der hier nicht. Na komm. Hier ist eine kleine Küchenzeile, ganz nett. Wir haben hier oben ein paar Schränke. Ist aber nichts drin, denke ich mal. Ah, okay, doch. Mikrowelle, Wein und ein paar Snacks. Und dann hier das Complimentary Wasser. Die hier kosten wahrscheinlich. Bevor ich jetzt was zu meckern habe, schauen wir mal kurz in eine Karte. Cola Zero Index. Puh. Boah. Also wir haben hier eine Cola Zero für $11. Im Waldorf hat die, glaube ich, $8 gekostet. Also nochmal $3 teurer. Ansonsten hier oben diese Chocolates, $14. Nee, 16. Ja, also Cola Zero Preis komplett verrückt. Fast neue Nummer 1. Die Nummer 1 war ja in Courchevel auf dieser Hütte. Jo, das war, glaube ich, mehr als 11 Euro. Und $11 sind ja so knapp 10 Euro. Und das Wasser kostet auch $11. Dann haben wir hier unten auch noch einen Schrank. Der fällt so halb auseinander. Guck mal, seht ihr das da unten? Das schleift da so drüber. Also das ist schon maßlos abgerockt, ne? Das muss man ganz klar sagen. Und schaut euch das mal an. Normalerweise gehe ich auf sowas auch gar nicht so richtig ein, aber eigentlich habe ich das auch nie so krass. Manchmal habe ich ja schon über den Fußboden oder so gemeckert, aber schaut euch mal an, wie vermackelt das auch ist. Und hier ist irgendwie so irgendwelche Reste dran. Hier unten, das sieht schon nicht schön aus, ne? Also sowas hatten wir im Ritz nicht, ne? Da war alles schon auch altbacken, aber qualitativ super. Und sorry, dass ich das jetzt schon so oft gesagt habe, aber für dieses Geld, also man muss doch, wenn man so viel Geld ausgibt, muss doch alles perfekt sein. Also wenn man so das Gesamtzimmer sieht, denkt man, ja, ganz nett. Wenn man sich dann alles so ein bisschen genauer anschaut, ist es schon ziemlich abgewohnt. Nett ausgedrückt. Aber in dem Schrank haben die Beatles wahrscheinlich schon ihre Sachen verstaut, ne? Das ist ja der nächste Schrank. Schaut euch mal den an, der ist ja auch... Guck mal, der geht nicht mal richtig zu. Ja, sieht man das? Das ist total lose, fällt fast raus. Also, sorry. Das ist wirklich die Höhe. Dieser Schrank ist noch viel schlimmer als der. Dass das Ding hier noch drin steht, in einem Zimmer, was so teuer ist, ist eine absolute Frechheit. Und da muss ich auch sagen, wie kann das sein? Kommt hier nicht mal hin und wieder irgendwie ein Hotelmanager durch und denkt sich, boah, das können wir den Leuten doch für das Geld hier nicht so antun. Da muss man doch auf diesem Niveau dann ganz schnell tätig werden, oder? Also, falls ihr in der Hotellerie arbeitet oder natürlich auch alle von euch, ich freue mich auch über viele Kommentare, was ihr davon haltet. Aber wir haben ja gerade mal 20% gesehen. Weiter geht's. Komm hier, das ist, glaube ich, jetzt der letzte Schrank. Das ist übrigens das Logo, ne? Ich dachte erst, das wäre Philipp Plein, aber das ist das Logo vom Plaza. Der macht einen besseren Eindruck. Bügeleisen, da unten sind die Schlappen für den Spa-Bereich. Hier gibt's auch keinen Pool. Gibt's ja in vielen so alten Hotels nicht, aufgrund von, ja, ich weiß nicht, ob das eine Ausrede ist, aber die sagen dann immer, weil das Gebäude so alt ist. Wenn man jetzt einen Pool auf die erste Etage bauen würde, würde das doch gehen, oder? Aber ist auch nicht so schlimm. Vielleicht schaue ich mir den Spa-Bereich morgen früh an. Jawohl. So, alles krumm und schief. Ja, hier irgendwie reingezimmert. Passt schon. Eieiei. Kurzer Bettcheck. Zum Bett muss ich sagen, sieht klasse aus. Also wirklich schön. Zack. Oh. Ja. Ist gut. Das Bett im Waldorf war allerdings nochmal 3 Level besser. Aber ein schönes Bett hier auch mit den goldenen Akzenten, das gefällt mir. Ich muss auch sagen, dass ich den Teppich ganz schön finde. Und der macht auch einen tollen Eindruck. Also da sind jetzt nicht irgendwelche Flecken drauf. Und was auch echt super ist, ich glaube tatsächlich, wenn ich jetzt wirklich das kleinste Zimmer bekommen hätte, vielleicht hätte ich da auch Glück haben können und das wäre nicht so gewesen, aber auf den Bildern sah man nicht den Ausblick zum Central Park hin, sondern einfach gegen so eine Häuserfassade. Hier habe ich jetzt ziemlich guten Blick, zumindest zu dieser Seite, über den ganzen Central Park. Und hier oben sind, glaube ich, Wohnungen. Ne? Guck mal, hier mit so einer Dachterrasse. Diese Wohnung ist doch wahrscheinlich, was weiß ich, wie viel wert. Aber irgendwie sieht die unbewohnt aus. Zumindest da links das Fenster, als hätte es da drin gebrannt. Ja, das ist auf jeden Fall geil. Top Ausblick. Wäre natürlich noch besser, wenn ich direkt ein Zimmer vorne frontal zum Central Park hätte, dass ich komplett über den Park gucken könnte. Aber das ist dann wahrscheinlich nochmal doppelt so teuer. Der Sessel macht auch einen ganz guten Eindruck. Keine Flecken drauf. Ist in Ordnung. In-Room Dining werde ich, denke ich, nicht machen. Ach, guck mal. Das Continental Breakfast im Waldorf sogar $55. Hier sind es nur 48. Und das Eggs Benedict gleich teuer. Caesar Salad $34, ja 30 Euro. Ja, also ich hätte es jetzt sogar noch teurer erwartet. Wenn man jetzt den Zimmerpreis sich anschaut und dann das zum Beispiel mit Hotels in der Schweiz vergleicht, die irgendwie dann 800 Euro pro Nacht kosten, da bist du beim Caesar Salad dann auch mal schnell bei 40 Euro. Das ist aber nicht das Plaza Hotel, oder?
Sieht aus wie ein top renovierter... die haben ja auch Residences, vielleicht ist es ja sowas. Also Wohnungen, die man kaufen konnte oder wie auch immer. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, das Ding ist schon renovierungsbedürftig. Also das ist auch mein erster Eindruck, wenn ich durch die Flure gehe, dass man hier mal ganz dringend wieder ein bisschen was renovieren muss. Die Jalousien, die hängen auch so ein bisschen schief. Da musst du hier selber tätig werden und das so... Ja, weiß ich auch nicht so ganz. Es passt halt einfach nicht ins Budget, ne? So, dann fehlt jetzt eigentlich nur noch das Badezimmer. Achso, hier wegen Umwelt und Handtücher. Hier hast du ja noch einen Stift und einen Block. Und einen Brief habe ich noch bekommen eben. Wie kriege ich den Kronleuchter eigentlich an? Ach, der ist schon an. Ach so, der scheint ja richtig. Wow. Gut, hier gab es ja auf jeden Fall diesen Brief. Da ist aber gar kein, oder zumindest Briefumschlag, da ist aber gar kein Brief drin. Das Einzige, was da drin ist, Have a drink on us. Also ich kann an der Bar ein Glas Wein, Bier oder auch Champagner oder auch was Non-Alkoholisches trinken. Also mal ein paar Früchte aufs Zimmer, so als herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Oder Macarons meinetwegen. Oder ein kleines Fläschchen Sekt oder so. Nö, ich habe es aber auch auf keinen Fall erwartet, weil im Waldorf habe ich auch nichts bekommen. Und die USA, die denken sich einfach, so was machen wir nicht, brauchen wir nicht, haben wir nicht nötig. Die Leute kommen eh. Aber das machen halt viele Hotels auf der Welt deutlich besser und da freut man sich natürlich auch als Gast. So, aber man soll ja nicht den Morgen vor dem Abend loben. Vielleicht kommt ja noch was. Morgen vor dem Abend loben. Ja. Und jetzt haben wir hier noch das Badezimmer. Da habe ich eben schon mal leicht reingelugt und muss sagen, das finde ich auch echt schön. Da ist die Toilette, glaube ich, drin. Und hier dann Badewanne mit Dusche. Also keine separate Dusche. Du musst dann in der Badewanne duschen. Finde ich nicht schlimm. Hat auch ein bisschen was. Natürlich ist eine abgetrennte Dusche schon schöner. Aber man kann ja nicht alles haben. Was ich hier allerdings krass finde... Schaut mal, hier zieht es so durch. Nee, jetzt nicht mehr. Also wenn man die Tür richtig zugemacht hat, geht's. Die war aber irgendwie halb offen. So, jetzt zieht's, jetzt nicht mehr. Ja, sind halt auch ziemlich alte Türen, müssen auch mal ausgetauscht werden, aber passen halt auch zum Optischen des Zimmers, ne? Hier haben wir ein paar Amenities. Hier die Marke Etro, habe ich noch nie gehört. Body Lotion, sieht aber ganz gut aus. Vanity Kit, Seife und hier diese goldverzierten Griffe für den Wasserhahn. Guck mal, das ist aber auch schon ziemlich abgebrockelt hier alles. Aber trotzdem ganz nett. So, dann haben wir hier noch die Toilette. Ist halt eine Toilette, ne? Mit Telefon natürlich. Und hier dann nochmal ein Blick in die Dusche. Handtücher hängen da. Hier hast du noch einen Hairdryer. Ja, kommt auch genug Wasser raus. Die Bilder hier habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Ich muss sagen, die Bilder, die hier überall im Hotel hängen, hängen ja auch auf dem Flur so ein paar. Ist auch überhaupt nicht mein Geschmack. Ich finde die eher irgendwie gruselig, aber ist natürlich so ein bisschen der Stil vom Hotel, ne? Und so sieht's aus, wenn man die Klimaanlage anstellen möchte. Das hängt ja auch schon ein Weilchen. Das meiste haben wir dann jetzt auch. Ich bin mal gespannt, ob ich noch irgendwas finde, was ich vom Zimmer jetzt mit ins Video nehmen muss. Im Hotel gibt es für abends ein richtiges Restaurant, die Champagnerbar. Die ist auch sehr bekannt. Da habe ich für heute Abend 20 Uhr einen Tisch bestellt, weil meine Eltern, die sind ja auch gerade in New York mit mir. Die kommen dann vorbei und dann essen wir da noch zusammen was. Und es gibt noch so ein kleineres Restaurant mit Snacks. Und ich dachte auch eigentlich, vielleicht wird es sogar schwierig, da einen Platz zu bekommen, weil heute ist Freitagabend. Ich bin ziemlich spontan dran, aber ich hätte nicht mal reservieren müssen, meinten die. Also anscheinend sind nicht mehr so viele Leute daran interessiert, da jetzt unbedingt essen zu gehen. Aus welchen Gründen auch immer. Das muss ich noch sagen. Finde ich auch, also das ist ja völlig überholt. Du hast hier alte USB-Anschlüsse. Damit kann ich nichts anfangen. Ich brauche USB-C so, oder halt einen Adapter, ne? Aber den habe ich jetzt gerade nicht zur Hand. Die ruhen sich hier wahrscheinlich auch so ein bisschen auf ihrer Geschichte aus, aber man sollte, denke ich, schon in den nächsten Jahren hier mal was machen, weil sonst kann ich mir gut vorstellen, dass das Plaza Hotel langsam aber sicher auch eher bergab fährt. So, bis später. Da bin ich schon wieder. Eine Sache ist mir gerade aufgefallen, wo ist denn eigentlich die richtige Minibar? Und eigentlich kann man die auch nicht übersehen, aber irgendwie habe ich sie bis jetzt anscheinend übersehen. Vermutlich ist es diese alte Kiste da. Das darf doch nicht wahr sein. Wir sind hier in einem der teuersten Hotels von New York. Also, mir fehlen die Worte. Wirklich, ich bin ja kein professioneller Hoteltester. Ich habe das ja auch nicht gelernt oder sonstiges. Aber das muss man sich mal vor Augen halten. Wir sind hier in einem... jetzt habe ich einen Krampf. Wir sind hier in einem der teuersten Hotels von New York. Und die Minibar ist einfach so eine alte Kühlbox, wie ich sie in meiner Studentenwohnung mal irgendwie hatte, weil wir uns keinen Kühlschrank leisten konnten. Wahnsinn, wirklich. Naja, immerhin hast du hier die Cola Zero. Aha, $11 für diese scheiß kleine Cola Zero. Ich krieg zu viel. Dann ist es eigentlich die teuerste Cola Zero der Welt. Dieses kleine Pissding kostet $11.
Warum baut man denn die Minibar nicht wenigstens dann schön zum Beispiel hier unten in die Schränke? Das ist doch auch nicht, ich meine, die Schränke sind ja da. Dann wertet doch in jedem Zimmer diese blöden Schränke immer auf und macht da die Minibar richtig rein. Und nicht so in so einer Box. Also wenn hier heutzutage wirklich oft doch so absolute Weltstars kommen, verstehe ich nicht warum. Stellt euch mal vor, Madonna kommt hier an und dann steht da so eine Kühlbox. Am Abend habe ich dann einen Tisch in der Champagnerbar reserviert. Ich war leicht verwundert, denn die Plaza Bar ist tatsächlich einer der wenigen gastronomischen Bereiche, die im Plaza heute noch übrig geblieben sind. Früher war das Hotel für mehrere renommierte Restaurants und Bars bekannt, den Oak Room oder die Oak Bar, doch die meisten davon sind inzwischen seit vielen Jahren geschlossen. Geblieben ist vor allem die Champagnerbar, in der man am Abend neben Champagner und Cocktails auch eine kleine Auswahl an Speisen bestellen kann. Der erste Eindruck war auch soweit positiv, Atmosphäre ist angenehm, man sitzt halt quasi direkt im Eingangsbereich, die Karte machte auch einen guten Eindruck. Ausgebucht war es aber auf keinen Fall und das hätte ich im Plaza wirklich überhaupt nicht erwartet. Für mich gab es die Lobster Roll, die war wirklich hervorragend und auch hier das Club Sandwich konnte sich definitiv sehen lassen. Bei meiner Cola Zero musste ich ein bisschen schmunzeln, die wurde mir für $10 in so einer kleinen 0,2 Liter Dose serviert, zusammen mit einem Glas und einem Plastikstrohhalm und halt so auf meinen Tisch gestellt. Das wirkte für mich ehrlich gesagt nicht so besonders luxuriös und steht auch im kompletten Gegensatz zu dem, was man sich beim Plaza vorstellt und auch was man halt für die Nacht bezahlt. Service selbst war allerdings freundlich, aufmerksam. Zum Schluss habe ich mir noch einen kleinen Cheesecake gegönnt, der war ebenfalls super lecker. Die Location dort, auch die gesamte Lobby sind an sich wunderschön. Bei genauerem Hinsehen wirkt vieles aber total eingeschlafen und auch als würde sich nicht mehr so richtig drum gekümmert werden. Gerade wenn man die Treppe hochgeht, so diese Räumlichkeiten werden anscheinend gar nicht mehr richtig genutzt. Das finde ich natürlich ziemlich schade, weil das Potenzial dieses Hauses ist echt riesig. Man könnte da so viel mehr rausholen. Trotzdem hatten wir einen tollen Abend und für mich ging es dann auch recht früh ins Bett. Bevor ich jetzt schlafen gehe, muss ich noch eine Sache eben korrigieren. Ich habe die Lichtschalter eben gar nicht verstanden. Man kann die dimmen. Das heißt, du konntest vor, was weiß ich, wie vielen Jahren schon Licht dimmen in diesem Hotel. Und jetzt schaut euch mal an, wie hell das ist. Hätte ich das mal eher rausbekommen. Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ich habe gut geschlafen. Jetzt geht's zum Frühstück. Da ist eine Sache wirklich gut, erzähle ich euch sofort. Das Frühstück ist hier im Hauptrestaurant im Palmport, hier links. Und ich habe hier sogar $120 Guthaben. Da kann ich auch mal richtig mit was anfangen und das ist nicht sofort weg, so wie im letzten Hotel. Das ist die Karte. Ich weiß auch schon, was ich nehme. Hier kostet der O-Saft einfach sogar $18. Muss los. Gebucht habe ich natürlich wie immer über SweetSpot, um meine ganzen Vorteile mitzunehmen. $100 Hotelguthaben, kostenfreies Frühstück für 2 Personen, beziehungsweise hier halt die $120 Frühstückscredit und so weiter und so fort. Aktuell gibt es sogar 35% mit meinem Code auf die SweetSpot Premium-Mitgliedschaft. Checkt das Ganze auf jeden Fall mal aus. Weitere Infos dazu in der Videobeschreibung. Gebt einfach meinen Code ein, dann könnt ihr das Ganze sowieso erstmal 3 Monate kostenlos testen. Also probieren wir mal den teuersten Orangensaft meines Lebens. $18. Also das kann ohne Steuern und Gebühren. Es darf nicht wahr sein. Ja, schmeckt okay. Für mich gab es Eggs Benedict, paar Kartoffeln dazu, dann noch einen Joghurt mit frischen Früchten, Cappuccino, O-Saft. Frühstück war wirklich ausgezeichnet und ich bin auch an dem Morgen zum ersten Mal in den USA mit einem Guthaben von $120 problemlos hingekommen. Auf dem Rückweg zum Zimmer habe ich mir dann noch die auch früher sehr bekannte Plaza Food Hall angeschaut. Von der ist leider auch nicht mehr so viel übrig geblieben. Echt total traurig. Ich bin mittlerweile wieder in Deutschland. Es ist auch schon ein bisschen Zeit vergangen. Das Video steht jetzt komplett, nur das Fazit fehlt halt noch. Ich habe mich auch in den letzten Tagen nochmal mit dem Plaza Hotel befasst, einiges gegoogelt, einfach weil es mich sehr ratlos und auch ein bisschen traurig zurückgelassen hat. Ich habe einfach viele Dinge nicht verstanden. Unterm Strich entstand auf jeden Fall voll der Eindruck, dass die aktuellen Betreiber bzw. Besitzer einfach noch versuchen, das Hotel bestmöglich zu melken und dann mal gucken. Fangen wir mal beim Zimmer an und da muss ich direkt nochmal die Schränke ansprechen. Wie das sein kann, dass die in so einem Zustand sind, dann auch noch die Minibar steht da rum in Form von diesem abgerockten Kühlschrank. Da kommen Leute in das Hotel, bleiben da vielleicht auch mal eine Woche und geben da sonst wie viel Geld aus und dass da noch niemand in den letzten Jahren auf die Idee gekommen ist, ey, da müssen wir an der Ausstattung einfach mal ein bisschen feilen, das erschließt sich mir überhaupt nicht und ist auch an sich eine ziemlich große Frechheit. Man muss ganz klar sagen, das Hotel hatte ja einige Besitzerwechsel und wenn man als Gast danach sucht, dann merkt man schnell, dass das Hotel einfach schon lange nicht mehr richtig geführt worden ist. Das hat sicherlich viele Gründe. Das Hotel ist oft schon in den letzten Jahrzehnten mal in wirtschaftliche Schieflage geraten. Daraufhin wurden dann auch Restaurants, die früher sehr erfolgreich und bekannt waren, geschlossen, wie zum Beispiel dieser Oak Room
Eigentum. Da gab es einmal ein Restaurant und dann gab es auch die Oak Bar. Das war wohl vor vielen Jahren sehr, sehr bekannt. Da habe ich noch eine lustige Story zu erfahren. 2008 wurde dann nochmal versucht, diese Oak Bar neu aufleben zu lassen mit Champagnerpartys. Da hat der Betreiber dann aber irgendwie über die Stränge geschlagen und dann haben sich immer Gäste beschwert, weil es viel zu laut ist. Und dann mussten sie halt wieder zumachen. Das Einzige, was wirklich ja gut läuft, ist der Afternoon Tea, der anscheinend komplett ausgebucht ist. Warum es dann aber keine richtig vernünftigen Restaurants mehr gibt, kann ich nicht ganz nachvollziehen, weil ich meine, in so einem bekannten Hotel, da muss sowas doch funktionieren. Es muss halt nur gut gemacht sein. Selbiges gilt für diese Food Hall, die ja früher auch sehr beliebt war. Da waren fast überall die Garagen runter und kaum noch Shops, die dort irgendwas verkauft haben. Das Plaza ist auf jeden Fall das Hotel aus allen Hotels, wo ich jetzt in meinem Leben war, wo ich mir so am meisten den Kopf drüber zerbrochen habe und viele Dinge nicht so ganz einordnen konnte. Logischerweise kann ich da jetzt auch nicht so die Bombenbewertung raushauen. Ich komme am Ende auf 5,5 von 10 Punkten, weil viele Sachen halt einfach überhaupt nicht sein dürfen und es wird nicht langfristig gedacht. Das Plaza braucht einen ganz dringenden Umschwung, auch mal eine Renovierung, weil sonst bin ich mir sicher, in 10, 15 Jahren ist das Ding dicht. Ich glaube, jetzt habe ich es ganz gut zusammengefasst. Es war trotzdem cool, das Video zu drehen und sehr, sehr spannend. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Viele fragen mich immer nach meinem vollen Hotel-Ranking. Das habe ich jetzt mal eingeführt auf einer Website vcollection.de. Da könnt ihr alle Hotels sehen. Schön übersichtlich. Checkt das gerne mal ab. Wir sehen uns bald wieder. Kanal abonnieren. Haut rein, Leute. Ciao.